Dieser tolle Fledermauspullover wird von einem schönen Rautenmuster verziert. Das Muster erfordert allerdings aufmerksames und genaues Arbeiten und ein bisschen Häkelerfahrung ist sicherlich von Vorteil. Ich häkle natürlich mehrere Mustersätze mit euch gemeinsam und für den besseren Überblick enthält das Video auch je eine schematische Darstellung für den unteren schrägen Teil sowie für den oberen geraden Teil, damit ihr das Muster logisch fortsetzen könnt. Die Armschlitze könnt ihr entweder offen lassen oder mit dekorativen runden Karabinern an mehreren Stellen verschließen und verzieren. Beim Waschen könnt ihr die Karabiner entweder entfernen oder den Pullover zum Schutz der Waschmaschine sowie der Karabiner in einen Stoffsack geben. Die Anleitung enthält wie immer die Angaben von Größe 36 bis 50. Richtwerte zum Verbrauch findet ihr auf der Materialseite nach den Intros. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Bevor wir mit dem Häkeln beginnen, gebe ich euch einen groben Überblick, wie so ein Teil gehäkelt wird. Der Pullover besteht aus 2 identischen Teilen. Eins davon habe ich vorbereitet. Wir beginnen mit dem Bund, dann kommt der schräge Teil, da wird auf beiden Seiten immer ein Stäbchen zugenommen. Beim schrägen Teil häkeln wir das Rautenmuster so, dass es immer breiter wird und dann hier oben haben wir noch einen geraden Teil für die Ärmel und hier laufen die Rauten dann nur noch senkrecht übereinander und wenn wir beide Teile gemacht haben, kommen am Ende noch Ärmelbündchen dran. Und wie gesagt, wir brauchen 2 identische Teile. Und das zweite Teil häkeln wir nun gemeinsam und da sehen wir uns gleich wieder. Für dieses Fledermaus-Shirt nehme ich die Catania von Schachenmeier. Ein Knäuel hat 50 Gramm und 125 Meter Lauflänge. Er besteht zu 100% aus Baumwolle und das ist die Farbe 249. Ich nehme für die Anschlagsreihe eine Häkelnadel Nummer 3 und steige dann auf eine Häkelnadel Nummer 3,5 um. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge und häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Masche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich steche ein, hole den Faden durch und ziehe ihn nur durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. Ich steche in den Querfaden wieder ein. Es ist nur ein Faden, hole den Faden durch, ziehe ihn durch eine Schlaufe und dann durch die anderen 2. Ich steche in den Querfaden ein, hole den Faden durch. Wir häkeln sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche und in diese Luftmasche hier unten stechen wir dann wieder ein, holen den Faden durch,
häkeln wieder zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht und ich mache für die Größe 40-42 circa 54 bis 55 cm. Die anderen Maße schreibe ich euch oben in die Ecke und wir brauchen eine gerade Maschenzahl. Und wenn ihr euer Maß und eine gerade Maschenzahl erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Kette hat ca. 54 cm erreicht. Ich habe für die Größe 40-42 90 feste Maschen angeschlagen. Die Zahl kann bei euch ein bisschen anders sein, aber wir brauchen eine gerade Maschenzahl. Und jetzt kippen wir die Kette, sodass die schönen Maschen oben sind. Und ich steige auf eine Häkelnadel Nummer 3,5 um. Wir häkeln zunächst eine Reihe Stäbchen. Das erste Stäbchen besteht aus 3 Luftmaschen. Damit ist die erste Masche besetzt und wir häkeln in jede feste Masche ein Stäbchen. Und es muss genau dieselbe Anzahl Stäbchen herauskommen, wie ihr feste Maschen angeschlagen habt. Also wieder eine gerade Anzahl an Stäbchen inklusive diesem Ersatzstäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe gleich viele Stäbchen gehäkelt, wie ich feste Maschen angeschlagen habe, also wieder eine gerade Zahl inklusive Ersatzstäbchen. Wir wenden die Arbeit und für das nachfolgende Muster starten wir mit 2 Luftmaschen und wir häkeln jetzt abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Die erste Masche ist durch diese 2 Luftmaschen bereits besetzt. Das ist unser Randstäbchen. Wir holen einen Umschlag. Wir häkeln ein Reliefstäbchen von vorne. Das heißt, wir stechen vor dem Stäbchen ein und hinter dem Stäbchen wieder heraus, sodass das Stäbchen auf der Nadel liegt. Wir holen den Faden durch, ziehen ihn ein bisschen länger und häkeln das Stäbchen zu Ende. Jetzt folgt ein Reliefstäbchen von hinten. Wir holen einen Umschlag, wir stechen von hinten durch und wieder nach hinten, so dass das Stäbchen auf der Nadel liegt. Wir holen den Faden durch, ziehen ihn ein bisschen länger und häkeln das Stäbchen zu Ende. Jetzt folgt wieder ein Reliefstäbchen von vorne und dann wieder ein Reliefstäbchen von hinten. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Das Ende der Reihe ist immer gleich. Wir haben am Ende ein normales Stäbchen und ein Ersatzstäbchen. Hier ist das letzte Reliefstäbchen von vorne. Um das normale Stäbchen häkeln wir ein Reliefstäbchen von hinten und dann um diese 3 Luftmaschen häkeln wir in die Lücke ein Randstäbchen. Wir brauchen hier keine Luftmasche zu suchen, einfach in die Lücke zwischen den letzten beiden Stäbchen. Wichtig ist, dass die Maschenzahl immer unverändert bleibt. Ich zeige euch die Reihe ein weiteres Mal. Der Bund wird sich jetzt mit der Zeit ordentlich zusammenziehen. Das ist
richtig so und auch so gewünscht. Er muss sich aber ohne Probleme auf das ursprüngliche Maß dehnen lassen. Wir beginnen jede Reihe mit 2 Luftmaschen. Und jetzt sieht man das schon sehr gut. Wir starten immer mit einem Reliefstäbchen von vorne und dann folgt ein Reliefstäbchen von hinten und wieder ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ich habe hier das letzte Reliefstäbchen von vorne gehäkelt. Am Ende bleiben ein normales Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig. Wir häkeln um das normale Stäbchen ein Reliefstäbchen von hinten und dann um diese Luftmaschen herum noch ein Randstäbchen. Und diese Reihe wird nun so lange wiederholt, bis der Bund circa 8 cm hoch ist. Und wenn ihr 8 cm erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, mein Bund hat circa 8 cm erreicht. Bei mir sind das 10 Reihen. Die Zahl der Reihen kann bei euch anders sein. Es ist im Moment auch egal, welche Seite die schöne Seite ist. Das bestimmen wir erst am Ende des Teils. Und wir wenden die Arbeit. Wir starten die nächste Reihe mit 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und wir häkeln in jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen und zwar in den Maschenkopf und es muss dabei dieselbe Anzahl herauskommen, die ihr angeschlagen habt. Bei mir waren es 90, ich muss also wieder auf 90 Stäbchen kommen. Das ist ganz wichtig, wir brauchen für die Einteilung des Musters eine gerade Maschenzahl. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Das letzte Stäbchen habe ich in die zweite Luftmasche dieses Ersatzstäbchens der Vorreihe gehäkelt. Dann habe ich genau die mittleren beiden Maschen markiert und in beide einen Maschenmarkierer hineingesteckt in den Kopf der Maschen. Es müssen also beidseitig dieser 2 Markierer gleich viele Stäbchen sein. In meinem Fall sind es auf beiden Seiten 44 plus die beiden in der Mitte ergibt wieder 90. Und wir wenden die Arbeit. Und ich starte jetzt immer mit 4 Luftmaschen, damit der Rand entspannt bleibt. Dann häkle ich in dieselbe Masche, wo diese 4 Luftmaschen herauskommen, ein normales Stäbchen. Hier haben wir also ein Stäbchen zugenommen. Und jetzt häkeln wir lauter Stäbchen, bis wir zur Mitte kommen, wo die Maschenmarkierer drin sind. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei den Maschenmarkierern angekommen. Ich häkle 2 Luftmaschen und lasse 2 Maschen aus. Und
nach dem Maschenmarkierer beginne ich wieder mit den Stäbchen. Die Maschenmarkierer könnt ihr bereits entfernen. Es müssen genau 2 Maschen übersprungen werden. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Hier seht ihr noch einmal diese 2 übersprungenen Maschen. Das ist jetzt immer die Mitte des Teils und immer müssen auf beiden Seiten gleich viele Stäbchen sein. Und in dieser Reihe haben wir hier noch 3 Luftmaschen als Basis, das heißt, in die oberste Luftmasche, in diesem Fall in die 3. Luftmasche, häkeln wir 2 normale Stäbchen. Es muss immer die oberste Luftmasche sein, nicht weiter unten einstechen. Wir wenden die Arbeit und ab jetzt häkeln wir immer am Anfang 4 Luftmaschen und dann ein normales Stäbchen in dieselbe Masche, wo diese 4 Luftmaschen herauskommen. Wir nehmen also in jeder Reihe beidseitig ein Stäbchen zu und wir häkeln, bis wir zur Mitte kommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Lücke angekommen und zwar hören wir 2 Stäbchen vor der Lücke auf. Wir häkeln 2 Luftmaschen, springen in die Lücke und in die Lücke häkeln wir 3 Stäbchen. Das ist immer der Beginn einer neuen Raute. 3 Stäbchen in eine Lücke. Dann häkeln wir 2 Luftmaschen, überspringen die 2 Stäbchen nach der Lücke und häkeln wieder Stäbchen bis zum Ende der Reihe. Das Ganze sieht so aus und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Und wirklich ganz wichtig, es muss die oberste Luftmasche sein, in die ihr einstecht. Ab jetzt ist es die 4. Luftmasche und in die häkeln wir immer 2 normale Stäbchen. Damit dieser schräge Rand immer schön entspannt bleibt. Und wir wenden. Und wie gesagt, Anfang und Ende sind im Moment in diesem schrägen Teil immer gleich. Wir starten immer mit 4 Luftmaschen und einem Stäbchen in die erste Masche, wo diese 4 Luftmaschen herauskommen. Dann häkeln wir wieder bis zur Mitte und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe wieder 2 Stäbchen vor der Raute aufgehört. Wir häkeln 2 Luftmaschen, wir häkeln in die Lücke nur 2 Stäbchen, denn das ist nicht der Beginn einer neuen Raute, also nur 2 Stäbchen, dann auf jedes Stäbchen, das vorhanden ist, ein Stäbchen, das heißt 3 und dann noch einmal 2 in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen überspringen und hier geht es mit den Stäbchen wieder weiter. Das sieht so aus. Hier müssen 7 Stäbchen zusammenkommen. 3 in der Mitte und auf beiden Seiten 2 zusätzliche Stäbchen. 7 Stäbchen. Und wir häkeln die Reihe zu Ende. Am Ende dran denken, immer die Zunahme machen, dann wenden, wieder die Zunahme machen und wir sehen uns in der Mitte in der nächsten Reihe wieder.
Willkommen zurück, ich bin wieder bei der Raute angekommen. Wir hören wieder 2 Stäbchen vor der Lücke auf, häkeln 2 Luftmaschen, häkeln in die Lücke 2 Stäbchen, dann häkeln wir die 7 vorhandenen Stäbchen ab. Dann wieder 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 überspringen und hier geht es mit den Stäbchen weiter. Das sieht so aus. Wir haben jetzt 11 Stäbchen, die zusammenkommen und auf beiden Seiten eine Lücke. Und immer wenn wir 11 Stäbchen haben, hat die Raute ihre maximale Breite erreicht. Das heißt, in der nächsten Reihe können wir dann wieder neue Rauten bilden. Zunächst häkeln wir die Reihe zu Ende, wie immer am Ende der Reihe die Zunahmen machen, dann wenden, immer mit 4 Luftmaschen starten, eine Zunahme machen und wieder bis zur Mitte häkeln und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder bei der Raute angekommen. Diese Raute hat ja nun ihre maximale Breite erreicht, das heißt, die wird jetzt wieder schmäler gemacht, aber hier können wir jetzt neue Rauten bilden. Zunächst häkeln wir 2 Luftmaschen, lassen die 2 Stäbchen vor der Lücke aus und in die Lücke häkeln wir 3 Stäbchen. Das ist wieder der Beginn einer neuen Raute. Dann häkeln wir 2 Luftmaschen, überspringen 2 Stäbchen und lassen also diese Raute, die wir schon haben, wieder schmaler werden. Und das heißt, es bleiben jetzt nur noch 7 Stäbchen übrig. Denn auch hier lassen wir 2 Stäbchen aus, die überspringen wir mit 2 Luftmaschen und auch hier können wir eine neue Raute beginnen. Das heißt, wir häkeln 3 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen überspringen und dann folgen wieder lauter Stäbchen bis zum Ende der Reihe. Diese Raute wird jetzt schmaler und hier beginnen 2 neue Rauten. Und wie gesagt, Ende der Reihe und Anfang der Reihe immer gleich häkeln. Und wir sehen uns, wenn ich wieder bei der Raute angekommen bin, wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Lücke wieder angekommen. Wir hören immer 2 Stäbchen vor der Lücke auf und wir überspringen immer die 2 Stäbchen mit 2 Luftmaschen und jetzt lassen wir diese neu begonnene Raute wieder breiter werden. Wir häkeln also 2 Stäbchen in die Lücke, dann 3 Stäbchen auf die vorhandenen 3 Stäbchen, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, so dass diese Raute jetzt 7 Stäbchen hat und die erste, die wir gemacht haben, die wird jetzt wieder schmaler. Wir überspringen 2 Stäbchen mit 2 Luftmaschen und häkeln 3 Stäbchen,
2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen in die Lücke, 3 Stäbchen auf die vorhandenen 3 Stäbchen, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 auslassen und dann folgen wieder lauter Stäbchen bis zum Ende der Reihe. Das sieht so aus. Diese Raute ist beinahe fertig, bis auf die Lücke oben, und diese beiden werden breiter. Und nach wie vor haben wir immer auf beiden Seiten des Musters gleich viele Stäbchen und wir machen in jeder Reihe die Zunahmen, und wenn ich wieder zurückgekommen bin, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder beim Muster angekommen und wir hören immer 2 Stäbchen vor der Lücke auf. Wir häkeln 2 Luftmaschen und diese Rauten müssen noch einmal verbreitert werden. Sie müssen immer 11 Stäbchen erhalten. 2 Stäbchen häkeln wir in die Lücke, dann häkeln wir die 7 vorhandenen Stäbchen ab. Und 2 Stäbchen in die Lücke, sodass diese Raute nun wieder ihre maximale Breite erreicht hat mit 11 Stäbchen. Diese Raute, die wir zu Beginn gemacht haben, ist dann abgeschlossen. Hier häkeln wir 2 Luftmaschen, überspringen diese 3 Stäbchen und häkeln wieder 2 Stäbchen in die Lücke, dann wieder die 7 vorhandenen Stäbchen häkeln, noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 auslassen und die Stäbchen im Randbereich häkeln. Das Ganze sieht so aus. Eine Raute ist nun fertig und diese beiden haben ihre maximale Breite erreicht. Und wir häkeln wieder die Reihe zu Ende und wieder zurück bis zu den Rauten und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder bei den Rauten angekommen. Wir hören wieder 2 Stäbchen vorher auf, häkeln 2 Luftmaschen und da diese beiden Rauten ihre Maximalgröße erreicht haben, können wir hier wieder neue Rauten beginnen. Das heißt, wir häkeln in die Lücke 3 Stäbchen, dann 2 Luftmaschen und diese werden jetzt wieder schmaler. Wir überspringen 2 Stäbchen und häkeln 7 Stäbchen. Die letzten 2 überspringen wir mit 2 Luftmaschen. Auch hier können wir eine neue Raute bilden über der ersten, die wir gemacht haben. Und wenn wir eine neue Raute beginnen, häkeln wir immer 3 Stäbchen in die Lücke. Wir häkeln wieder 2 Luftmaschen, lassen 2 aus, häkeln
7 Stäbchen. Häkeln wieder 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen in die Lücke. Zwei Luftmaschen und dann folgen die Stäbchen im Randbereich. Das heißt, wir haben 3 neue Rauten begonnen und die vorhandenen werden jetzt wieder schmaler. Und wir häkeln die Reihe zu Ende und wieder bis zum Rautenmuster und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir lassen die neu begonnenen Rauten wieder breiter werden und automatisch werden die vorhandenen Rauten dadurch schmaler. Das heißt, wir haben wieder 2 Stäbchen vor der Lücke aufgehört. Wichtig immer die 2 Luftmaschen, dann 2 Stäbchen in die Lücke, 3 Stäbchen auf die vorhandenen 3 Stäbchen, 2 Stäbchen in die Lücke, sodass diese Raute nun 7 Stäbchen hat, 2 Luftmaschen, diese Raute wird schmaler, 2 überspringen, 3 Stäbchen in die Mitte der Raute, 2 auslassen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, 3 Stäbchen auf die vorhandenen 3 Stäbchen, 2 Stäbchen in die Lücke, sodass auch diese Raute jetzt 7 Stäbchen hat, 2 Luftmaschen, die vorhandene Raute wird schmaler. Hier häkeln wir 3 Stäbchen in die Mitte hinein, 2 Luftmaschen, 2 auslassen, 2 Stäbchen in die Lücke, 3 Stäbchen auf die vorhandenen 3 Stäbchen, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 auslassen und hier beginnt wieder der seitliche Bereich. Sieht so aus. Diese Rauten sind wieder beinahe fertig. Hier fehlt nur noch die Lücke oben und diese haben jetzt 7 Stäbchen und wir häkeln die Reihe zu Ende und wieder bis zu den Rauten und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir hören wieder 2 Stäbchen vor der Lücke auf, häkeln 2 Luftmaschen. Wir häkeln 2 Stäbchen in die Lücke. Dann folgen die 7 vorhandenen Stäbchen. Noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke. Das heißt, diese Raute hat ihre maximale Breite erreicht.
Diese Raute ist fertig, die überspringen wir mit 2 Luftmaschen über diese 3 Stäbchen drüber, dann 2 Stäbchen in die Lücke, die 7 vorhandenen Stäbchen abhäkeln, zwei Stäbchen in die Lücke, sodass auch diese Raute 11 Stäbchen hat, 2 Luftmaschen, die 3 vorhandenen Stäbchen überspringen, 2 Stäbchen in die Lücke, die 7 vorhandenen Stäbchen häkeln, zwei Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 auslassen und wir sind wieder im seitlichen Bereich und diese beiden Rauten sind hiermit fertig und diese 3 haben ihre maximale Breite erreicht und wir häkeln die Reihe zu Ende und wieder bis zu den Rauten und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin wieder bei den Rauten angekommen. Wir überspringen wieder die 2 Stäbchen vor der Lücke mit 2 Luftmaschen und da diese Rauten ihre Breite erreicht haben, bilden wir wieder neue. Und das heißt, wir häkeln in die Lücke 3 Stäbchen, dann 2 Luftmaschen und diese Rauten werden jetzt wieder schmaler. Wir überspringen 2 Stäbchen und häkeln 7 Stäbchen. Zwei Luftmaschen, die letzten beiden Stäbchen überspringen. Hier können wir wieder eine neue Raute beginnen. 3 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 auslassen, 7 Stäbchen. Zwei Luftmaschen, die letzten beiden auslassen, 3 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 auslassen, 7 Stäbchen. Zwei Luftmaschen, 2 auslassen, 3 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 auslassen und wir sind wieder im seitlichen Bereich. Wir haben jetzt wieder neue Rauten begonnen. Und wir häkeln die Reihe zu Ende und zurück bis zu den Rauten und dann sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück, ich bin wieder bei den Rauten angekommen. Wir bespringen die 2 Stäbchen vor der Lücke. Wir häkeln in die Lücke 2 Stäbchen, dann 3 Stäbchen auf die vorhandenen 3 Stäbchen, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 auslassen, 3 Stäbchen in die Mitte der Raute, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, 3 Stäbchen auf die vorhandenen 3 Stäbchen, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 auslassen, 3 Stäbchen in die Mitte der Raute, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, 3 Stäbchen auf die vorhandenen 3 Stäbchen, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 auslassen, 3 Stäbchen in die Mitte der Raute, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, 3 Stäbchen auf die vorhandenen 3 Stäbchen, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 auslassen und wir sind wieder im seitlichen Bereich. Ihr seht, diese Rauten sind wieder breiter geworden und diese ist wieder fertig. Wir haben jetzt 13 Reihen gehäkelt und ab jetzt müsst ihr die Reihen 11, 12 und 13 sinngemäß wiederholen und dabei das Rautenmuster immer breiter werden lassen. Die Zunahmen müsst ihr weiterhin wie gewohnt durchführen. Ich schreibe euch die voraussichtliche Gesamtreihenzahl ab dem Bund für eure Größe oben in die Ecke. Am besten schaut ihr euch gleich die nächste Einstellung an, da messen wir nach, ob ihr mehr oder weniger Reihen für das benötigte Maß braucht. Und da seht ihr auch, wie das Teil aussehen muss. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe für meine Größe 35 Reihen ab Bund gehäkelt, inklusive dieser Basisreihe. Bei mir sind das ungefähr 50 cm. Das passt sehr gut für die kleineren Größen. Für die größeren Größen würde ich 53 bis 54 cm empfehlen. Und der obere gerade Teil, der jetzt kommt, hat dann je nach Konfektionsgröße zwischen 12 und 16 cm. Die kommen also noch dazu. Ich habe mit einer ersten Musterreihe geendet, das heißt, diese Raute hier am Rand hat ihre maximale Breite erreicht und wir fügen jetzt seitlich keine neuen Rauten mehr hinzu und wir machen auch keine Zunahmen mehr.
Das heißt, wir starten ab jetzt mit 3 Luftmaschen. Damit ist diese erste Masche besetzt und häkeln in die nächste Masche das nächste Stäbchen. Und wir häkeln bis zum Muster. Die Anzahl Stäbchen kann bei euch anders sein als bei mir. Einfach die Stäbchen bis zur Raute abhäkeln. Und da wir keine neuen Rauten mehr hinzufügen, auf den Seiten häkeln wir bis zur Lücke. In die Lücke häkeln wir 2 Stäbchen. Dann folgen 2 Luftmaschen und wir lassen diese Raute jetzt wieder schmaler werden. Das heißt, sie hat jetzt in dieser Reihe nur noch 7 Stäbchen. Und der Rest der Reihe funktioniert genau wie immer. Es ist eine zweite Musterreihe. Wir häkeln 2 Luftmaschen und zwischen den Rauten bilden wir wieder neue Rauten, indem wir 3 Stäbchen in die Lücke häkeln. Also wie gesagt, ansonsten eine ganz normale zweite Musterreihe. Und ich häkle die Reihe hinüber und auf der anderen Seite des Musters zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück, ich bin bei der letzten Raute angekommen. Auch die hat jetzt 7 Stäbchen. Dann häkeln wir 2 Luftmaschen und in die letzte Lücke häkeln wir nur 2 Stäbchen, da wir keine neue Raute mehr bilden. Und dann häkeln wir die verbliebenen Stäbchen bis zum Ende der Reihe. Und hier häkeln wir in die oberste Luftmasche nur ein Stäbchen. Wir machen keine Zunahmen mehr. Wir wenden die Arbeit. Wir starten mit 3 Luftmaschen und damit ist die erste Masche besetzt. Und im nächsten Stäbchen beginnen wir mit den normalen Stäbchen und häkeln wieder bis zur Raute. Und wir häkeln wieder bis hin zur Lücke. In die Lücke häkeln wir 2 Stäbchen, dann 2 Luftmaschen und jetzt hat die Raute nur noch 3 Stäbchen. Dann wieder 2 Luftmaschen und jetzt geht es wie gewohnt im Muster weiter. Es ist eine gewöhnliche dritte Musterreihe.
Auch die nächste Raute hat dann nur noch 3 Stäbchen. Das sieht so aus und wir sehen uns auf der anderen Seite des Musters wieder. Willkommen zurück, auch die letzte Raute hat nur noch 3 Stäbchen. Wir häkeln 2 Luftmaschen, wir häkeln 2 Stäbchen in die Lücke und dann häkeln wir die Reihe zu Ende. Am Ende der Reihe nur ein Stäbchen in die oberste Luftmasche, dann wenden wir und wie gesagt, wir machen keine Zunahmen mehr und wir häkeln wieder bis zu den Rauten und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, wir befinden uns wieder in einer ersten Musterreihe. Wir häkeln bis zur Lücke, in die Lücke häkeln wir 2 Stäbchen, dann 2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen. Damit ist diese Raute fertig und die anderen verbreitern sich auf 11 Stäbchen. Und wir häkeln das Muster hinüber und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auf der anderen Seite des Musters überspringen wir ebenfalls diese 3 Stäbchen mit 2 Luftmaschen, häkeln 2 Stäbchen in die Lücke und dann sind wir wieder im Seitenbereich. Wir häkeln die Reihe zu Ende, wir machen keine Zunahme, wir wenden und häkeln wieder bis zum Rautenmuster und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder beim Rautenmuster angekommen. Wir lassen jetzt diese Raute wieder breiter werden, beziehungsweise hier bilden wir eine neue Raute über der bestehenden Raute. Wir hören 2 Stäbchen vor der Lücke auf, häkeln 2 Luftmaschen, häkeln 3 Stäbchen in die Lücke. Wir häkeln 2 Luftmaschen und diese Rauten werden nun wieder schmaler. Es ist also im Prinzip eine ganz normale zweite Musterreihe und am anderen Ende des Musters sehen wir uns noch einmal wieder. Willkommen zurück, auch am Ende des Musters in die letzte Lücke häkeln wir 3 Stäbchen, dann 2 Luftmaschen und wir häkeln die Reihe mit Stäbchen zu Ende und dann sehen wir uns noch einmal wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und die Arbeit gewendet und jetzt wird die Raute wieder breiter, bis sie so breit ist wie hier und dann wird sie wieder schmaler. Also sinngemäß das Muster weiter häkeln und ich mache diesen geraden Teil 12 bis 13 cm hoch. Die größeren Größen brauchen 15 bis 16 cm und ich ende mit einer ersten Musterreihe, sodass die Rauten fertig sind. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, mein oberer Teil hat jetzt ca. 12 cm und bei mir sind jetzt diese Rauten fertig. Es könnte auch sein,
dass ihr hier noch eine halbe Raute habt, das ist auch in Ordnung. Und jetzt häkle ich eine Reihe feste Maschen. Dazu beginne ich mit einer Luftmasche und häkle sofort in den ersten Maschenkopf die erste feste Masche und ich häkle in jede vorhandene Masche eine feste Masche und in die Lücken häkle ich 2 feste Maschen. Und wenn ich diese Reihe gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. In jede Lücke habe ich 2 feste Maschen gehäkelt. Die letzte feste Masche häkle ich in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Ich wende die Arbeit, beginne mit einer Luftmasche und starte wieder im ersten Maschenkopf mit den festen Maschen und ich häkle alle festen Maschen wieder zurück und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe jetzt 2 Reihen feste Maschen gehäkelt und ich habe darauf geachtet, dass die letzte Reihe eine Hinreihe ist. Das bedeutet, ihr müsst schauen, wo die schöne Seite ist. Die schöne Seite erkennt ihr zum ersten daran, dass der Anfangsfaden rechts unten hängt und hier sind die festen Maschen glatter als auf der Rückseite. Falls ihr euch mit dem Arbeitsfaden jetzt auf dieser Seite befindet, häkelt ihr einfach noch eine Reihe feste Maschen, sodass die letzte Reihe eine Hinreihe ist. Und dann beenden wir das Teil mit einer Luftmasche, schneiden den Faden ab, ziehen ihn heraus und ziehen ihn fest. Und jetzt braucht ihr ein zweites, völlig identisches Teil. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die beiden Teile ganz genau aufeinander gelegt und zwar so, dass die schöne Seite jeweils innen ist. Das heißt, beim unteren Teil hängt der Anfangsfaden auf der rechten Seite und beim oberen Teil hängt der Anfangsfaden auf der linken Seite. Dann habe ich zunächst die Mitte bestimmt, von hier ausgehend gerade hinauf, die Mitte mit einem Maschenmarkierer markiert. Bei mir ist die Mitte eine Lücke, das könnte bei euch auch anders sein. Und dann habe ich von der Mitte in beide Richtungen circa 14 bis 15 cm hinüber gemessen, sodass der Halsausschnitt 29 bis 30 cm groß ist. Und jetzt schließen wir auf beiden Seiten ein Stück Naht, und zwar ich werde circa 8 cm schließen. Die größeren Größen können auch zum Beispiel 10 cm schließen. Und dazu schlingen wir neu an, legt die Teile schön übereinander. Wir stechen vorne und hinten durch die festen Maschen durch, holen den Faden durch, machen einen Knoten, wir stechen durch dieselben Maschen noch einmal durch, holen den Faden durch, häkeln eine Luftmasche und dann in dieselben Lücken eine feste Masche. Und dann schließen wir 8 bis 10 cm mit festen Maschen.
Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ca. 8 cm geschlossen. Am Ende häkle ich eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Diese beiden Fäden könnt ihr gleich vernähen und für die zweite Seite dreht ihr euch das Ganze um und macht dasselbe auf dieser Seite. Den in der Mitte brauchen wir nicht mehr. Und wenn ihr die zweite Seite gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf beiden Seiten die Nähte gemacht. Das Teil liegt immer noch genauso da wie vorhin. Und jetzt habe ich diesen Endfaden in eine Stopfnadel eingefädelt und hier schließe ich ungefähr 2 cm. Also ungefähr 2 cm auf beiden Seiten schließen, und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf beiden Seiten ca. 2 cm geschlossen. Hier ist der Halsausschnitt, hier ist der offene Teil des Ärmels. Die schöne Seite liegt oben und jetzt häkeln wir über diese geraden Teile ein Ärmelbündchen dran. Ihr müsst genau schauen, wo der gerade Teil beginnt, wo keine Zunahmen mehr sind. Und hier holen wir den Faden durch, machen einen Knoten am rechten Rand des Stäbchens. Ich steche noch einmal in dieselbe Öffnung ein, hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen und dann häkle ich weitere 2 Stäbchen um das Randstäbchen herum und ich häkle um jedes Stäbchen 3 Stäbchen, bis wir zur Naht kommen, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe bei der Naht angekommen. Ich habe hier 2 reihenfeste Maschen. Hier häkle ich also pro Reihe ein Stäbchen und dann zählt ihr die Stäbchen, die ihr auf dieser Seite gemacht habt, und macht auf der anderen Seite genau gleich viele Stäbchen. Auch hier dann wieder 3 Stück pro Randstäbchen, denn das Bündchenmuster zieht stark zusammen. Und wenn ihr dieselbe Anzahl gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf beiden Seiten der Naht gleich viele Stäbchen aufgenommen. Das bedeutet, wir haben insgesamt eine gerade Anzahl an Stäbchen. Das ist wichtig. Jetzt wenden wir die Arbeit. Wir beginnen wieder mit 3 Luftmaschen und wir häkeln wieder das Bündchenmuster, das wir ganz am Anfang gemacht haben. Also abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten, und ich würde dieselbe Anzahl an Reihen machen wie beim Pullover. Und wenn ihr das gemacht habt, lasst den Faden dran. Damit können wir die Naht schließen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das Bündchen fertig gehäkelt
und den Pullover so zusammengelegt, dass die schöne Seite innen ist. Das erkennt ihr am besten an den Nähten hier an der Schulter. Und jetzt schließen wir in einem durch diese Naht und ihr müsst hier genau arbeiten. Immer schauen, dass Reihe für Reihe vorne und hinten zusammenpasst und auch bei den Übergängen immer genau schauen, dass das zusammenstimmt, und etwas leichter geht es, wenn man sich die Naht ein bisschen mit Klammern fixiert. Ich häkle immer zunächst eine Luftmasche und dann immer um die Randstäbchen herum und hier wirklich genau arbeiten. 2 feste Maschen pro Randstäbchen. Und wenn ihr die Naht geschlossen habt, macht ihr das zweite Ärmelbündchen genau gleich und auch die Naht, und dann ist unser Fledermaus-Shirt fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses wunderschönen Fledermaus-Pullis, und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.